Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit der frisch gepressten Sendung für euch. Themen, die wir frisch gepresst haben, ich komme aus dem Staunen nicht raus. Also das eine ist, wer ist Bebe Rexha? Die Dame behauptet, dass sie auf einem Flug der Lufthansa in München, um darauf zu kommen, belästigt worden ist, beziehungsweise Opfer eines Hassverbrechens ist. Unglaublich. Dann Lufthansa vereinbart Codeshare mit Widerøe, so heißen die aus den hohen Norden in Skandinavien, das kann ich gar nicht aussprechen, Widerøe. Das waren noch die, wo man viele Segmente fliegen konnte und den Diamond bei Eurobonus fliegen konnte für schmales Geld im Sommer. Naja, nun gut, auf jeden Fall haben wir Austrian Airlines im Hageflug Kritik. Das heißt, der 320er, der wird kritisiert von einem Anwalt. Habe ich auch von einem von euch als Zuschauer zugeschickt bekommen. Können wir uns mal anschauen. Wir haben dann auch Lufthansa bedient einige Strecken nicht mehr. Wir haben auch ein Lufthansa-Flugzeug, was eine Sicherheitslandung gemacht hat. Ich wollte das quasi irgendwo zwischendurch einbringen. Ich hatte das aber noch nicht reingetan. Aber jetzt ist es in der Ordnung drin. So, muss ich auch noch hier kurz in dem Ablaufplan ändern, weil ich habe ja jede Sendung geplant für euch. So, dann Lufthansa haben wir gemacht. Lufthansa Nahostverbindungen werden auch ein bisschen zusammengestrichen weiter, beziehungsweise nicht bedient, um genau zu sein. Merit hat jetzt 9000 Hotels, Quantität statt Qualität. Und Payback ermöglicht Haushaltskonten, Familienkonten oder wie die Dinger heißen. Ihr seid jetzt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, zu kommentieren, zu abonnieren, darüber nachzudenken, zum Stammtisch zu kommen, nach Helsinki zu kommen, egal wohin. Wir schauen uns das an, dass wir mehr Community machen, ganz genau. So, das erste Thema, was wir heute haben, das ist Popstar Bebe Rexha. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich hoffe, ihr wisst, wer es ist. Hier wurde halt irgendwo geschrieben, dass Bebe Rexha ist I'm Good Singer, die 34 Jahre alt ist und zu einem Ruhm aufgestiegen ist, als sie mit dem David Guetta, den kenne ich, Musik gemacht hat. Aber der Grund, dass sie dort in der heutigen Folge vorkommt bei uns und auch eigentlich unter dem Fragezeichen, was ist die Meldung? Und das war auch von einem Zuschauer zugeschickt worden. Da muss ich sagen, ja, schwierig. Aber lasst uns mal angucken, was da passiert ist. Und zwar, was passiert ist, ist Folgendes. Die Dame ist vom Münchner Flughafen aus, wollte sie nach New York, glaube ich, fliegen, um nach Hause zu kommen. Dann ist sie am Gate vom Sicherheitspersonal gestoppt worden, wie jeder, der gefragt wird, warum er nach USA fliegt und so weiter, ist halt diese Sicherheitsabfragen, die da halt stattfinden. Und dann hatte sie gesagt, die Aufsichtsperson für diesen Flug der Lufthansa bedroht mich in einer Instagram-Story. Sie hatte ihn fälschlicherweise als, ich muss jetzt gerade nachgucken, damit ich nichts Falsches sage, albanisch gelesen, muss man ja heutzutage sagen. Leute werden ja nicht als albanisch gelesen. So, auf jeden Fall der Kollege war wohl nicht albanisch. Sie ist aber, obwohl sie in New York, Brooklyn oder wo auch immer geboren ist, von albanisch irgendwas mazedonischer Herkunft und hat ihn dann halt auf albanisch geantwortet. Und dann war das so folgendermaßen, Lufthansa, ich wurde bedroht, weil ich dachte, der Sicherheitsbeamte sei Albaner. Und dann sagt sie weiter, ich habe ihn auf albanisch angesprochen, gefragt, wo ich mein Ticket bekomme. Und jetzt verbannt er mich von dem Flug. Dann glaubt sie an ein Hassverbrechen. Ja, ganz genau, es ist Hass, weil nämlich die Maschine also sie wurde nordmazedonisch, bla bla bla. Aber auf jeden Fall ist es so, dass die Lufthansa jetzt festgestellt hat, dass es kein Mitarbeiter der Lufthansa war, was ja eigentlich wurscht ist. Wenn er im Auftrag der Lufthansa arbeitet, ist er halt auch Lufthansa und arbeitet für ATSG. Und das ist halt die Firma, die von der Lufthansa beauftragt wird, um da diese Sicherheitssachen zu machen. Ich habe auch bei der Swiss oder sonst wo bei solchen Kontrollen, habe ich solche Kontrollen auch über mich ergehen lassen. Ja, das sind halt nicht immer die besten Erfahrungen, die man macht, weil die Leute unter Stress arbeiten und auch nicht unbedingt eine gewisse Höflichkeitsform teilweise auf Kette haben. Ist schwierig. Ich bin auch einmal ausgeflippt. Ich glaube, es war in Zürich, habe mit dem Supervisor gesprochen. Der Supervisor hat das Problem dann abgestellt. Naja, auf jeden Fall hat die Dame Bebe Rexha den Flug trotzdem noch
pünktlich erreicht. Und Lufthansa hat mitgeteilt in der Pressemitteilung: Wir haben uns gestern direkt mit BB Rexha in Verbindung gesetzt, um die Situation zu verstehen und prüfen die Vorwürfe derzeit intern. Als internationale Fluggesellschaft verbinden wir Menschen und Länder rund um den Globus. Unsere Gäste und Mitarbeiter kommen aus allen Teilen der Welt. Vielfalt und Chancengleichheit sind zentrale Werte für unsere Konzerne und für Unternehmenskultur. Wir dulden kein diskriminierendes Verhalten jeglicher Art. Und auf jeden Fall ist es so, dass man natürlich die Dokumentenkontrolle, und das ist ja das, was gemeint war, auch durchführen muss. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass sich das so zugetragen hat, dass jemand, der nicht albanisch ist, auf Albanisch angesprochen wird und darauf offended ist. Wenn das so war, dann ist der Kollege am falschen Platz. Aber die Frage, die ich mir wirklich hier stelle, ist, und das ist die inoffizielle Frage des Tages: Wer ist die Dame? Wo ist das Problem? Was ist passiert? Also, wo ist das eine Meldung wert? Ihr seid dran, das herauszufinden und für mich zu dechiffrieren. Wir erinnern uns alle dann in dem Zusammenhang natürlich auch an den Vorfall mit den 150 Gästen aus New York, glaube ich, waren die in Frankfurt, wo Lufthansa 2,7 Millionen Dollar zahlen musste, heißt also pro Passagier 130 Passagiere waren es, 150, 21.000 als Cash-out, die nach Israel wollten und sie meinten, sie wären aufgrund ihrer Religion diskriminiert worden. Lufthansa hat ja daraufhin auch mit dem jüdischen, also in New York, mit dem Rabbi zusammengearbeitet, um da nochmal ein bisschen mehr Sensibilität zu bringen. Ich weiß nicht, wenn jemand von euch bei Lufthansa ist, ihr könnt mir ja sagen, ob da irgendwas runtergerieselt ist bei euch, ob ihr da so ein Programm mitmachen durftet oder nicht, ob da was passiert ist oder ob das einfach nur so eine Aussage war und man wollte das Ding schnell von dem Tablett haben. Ich persönlich, ich kann dazu nicht sagen, was da passiert ist, aber ich finde es schwierig, dass Leute heutzutage immer offended sind. Ich habe immer das Gefühl, wenn mich jemand anschreit, dann schreit man mich also zu 90% an, weil ich einfach ein Idiot bin. Nicht, weil ich Gleis bin, nicht, weil ich groß bin, nicht, weil ich Lars heiße, nicht, weil ich katholisch bin, nicht, weil ich deutsch bin, sondern einfach, weil ich in dem Moment ein Idiot war. Also insofern mehr auf die eigene Nase fassen und gucken. Also ich weiß es nicht. Ihr könnt ja unten schreiben, was ihr davon haltet. Wir haben in dem Norden Europas, also in Skandinavien, haben wir jetzt quasi ein Loch demnächst. Und zwar ab 1. September, wenn die Freunde, ist es 1. September? Ich glaube schon, ne? Von der SAS zur SkyTeam abgewandert sind, dann hat die Lufthansa sehr viel Konnektivität verloren innerhalb von Schweden und Norwegen, aber auch von Dänemark aus. Das wird man jetzt versuchen zu kitten, das Loch, mit einem Codeshare-Abkommen mit der Widerøe. Spricht man überhaupt auch was? Widerøe? Egal wie. Und diese freundliche Fluggesellschaft mit den Embraer 190 E2, aber auch RTRs, glaube ich, haben die, wollen die Lufthansa unterstützen, die Passagiere gerade aus den Sachen wie Ländern, 1. September ist es, mit Düsseldorf, Frankfurt zu connecten. Und sie möchten auch, und wie sagt man im Norwegischen, Bergen, also Bergen, ist das so, dass man dort, wir wollen so nah wie möglich an die Haustür unserer Kunden, und das gilt gerade für Norwegen, sagte Flemming Nordestgaard, Lufthansa-Regionalmanager für Norwegen und Dänemark. Und er sagt, in den vergangenen Jahren haben wir die Kapazität des Lufthansa-Konzerns in der Region um 26% erweitert. Ja, und das ist halt auch vielleicht ein Problem, weil die SAS böse wurde, wenn man da den Eurowings vor die Haustür stellt. Ne? Also auch so ein bisschen ein Problem. Lufthansa ist natürlich relativ stark in Skandinavien mittlerweile vertreten, auch in Finnland. Eurowings hat ja sogar eine Basis in Stockholm. Also insofern sieht man, dass da was passiert. In Norwegen ist der Konzern natürlich auch präsent. Man fliegt halt zu den 5 großen norwegischen Flughäfen mit mehr als 90 Verbindungen pro Woche. Also auch etwas, was spannend ist. Aber Widerøe macht halt wirklich wesentlich mehr Sinn, weil die halt im Norden relativ viel für die Versorgung tun. Und damit kann man mit Lufthansa damit fliegen. Ihr könnt ja auch schreiben mit Widerøe, was ihr davon haltet und wie ihr das Ganze seht. Ob das in irgendeiner Art und Weise eine Sache ist, die Sinn macht für euch. Ob ihr Widerøe auch so mögt, glaube ich, ist richtig grammatikalisch. Jetzt haben wir ein Thema mit Feuer im Cockpit, und zwar gab es einen Flug von der Lufthansa. Das war der Flug mit der Flugnummer, sage ich euch auch sofort, LH569 am 13. August.
Und zwar hatten die an dem Flug, der nach Lagos ging, nach Nigeria, einen Airbus A330-200 mit der Registrierung, 300, A330-300, ich weiß gar nicht, wie ich auf 200 komme, mit der Registrierung Delta Alpha India Kilo Oscar. Und dort gab es halt Feuer im Cockpit. Man war im Landeanflug auf den Flughafen und hat dann die Sauerstoffmasken angesetzt, aufgesetzt, so ist es richtig. Und ist dann gelandet, obwohl man Feuer im Cockpit hatte. Man hat das gemeldet, man ist normal über die Treppen rausgegangen, also da gab es keine Evakuierung oder sonst was. Auf der 18R ist man mit der 15,6 Jahre alten Maschine gelandet. Und wichtig ist halt wirklich hier, dass Sicherheit natürlich nach Priority ist. 18 Stunden später ging es dann wieder nach Frankfurt ohne Passagiere. Die Flüge, die natürlich dann von Lagos geht es, glaube ich, weiter. Ich glaube, es nach Lagos, genau, in Lagos. Nee, von Lagos geht es auch weiter. Nach Malabo. Nee, ist von Malabo gekommen und nach Lagos und sollte dann nach Frankfurt fliegen. So war es. Der ist dann halt auch abgesagt worden. Und das Flugzeug ist dann 18 Stunden später nach Frankfurt geflogen und ist dann dort repariert worden. Das Feuer ist höchstwahrscheinlich gewesen in der Air-Cycle-Maschine. Und die war defekt und die hat man dann deaktiviert und damit ist das Thema dann gegessen. Aber mit dem Feuer ist natürlich immer wieder kein Spaß und kein Blumentopf zu gewinnen. Ist aber nur ein normaler Incident. Insofern kann man natürlich da ehrlicherweise sagen, Gott sei Dank ist nichts passiert. Wir erinnern uns ja an Unfälle wie zum Beispiel mit der Swiss, wo das IFE-System hinterm Cockpit abgeraucht ist und dann auch zum Absturz der Maschine geführt hat. Und genau das ist auch ein Problem, und zwar die Austrian Airlines A320 Hageflug-Geschichte. Da können wir auch noch mal uns das genauer angucken. Und zwar gibt es da jetzt in Österreich eine neue Entwicklung und da ist ein Anwalt, der anscheinend dort, als die Oscar Echo Lima Bravo Mike in ihrem Hageflug war, versucht vielleicht für seine Mandanten Geld rauszuholen, anders kann ich es mir nicht erklären. Die Nase und alles wurde ja zerstört. Wir hatten ja hier auch davon berichtet, dass das Cockpit vom Kapitän alleine gelassen worden ist mit einer relativ jungen, frischen Co-Pilotin, die dann auch natürlich ein Riesenproblem hatte. Und diese OS 434 aus Malle, also Mallorca, der Flug war, wann war das denn hier nochmal? Ich habe das ganz schon vergessen. 9. Juni. Der vertritt der Anwalt und sagt, dass es halt mangelhaft sei, dass die also das ist diese Flugunfalluntersuchungsbehörde, den Vorfall in der schwerwiegenden Kategorie deklassifiziert hat und in eine niedrige Kategorie eingestuft hat, ist also nicht ernst genug. Und der Anwalt sagt halt zur Zeitung Kurier, dass da neue Sachen herausgekommen sind. Heißt also, dass sie alleine im Cockpit war, die heikle Phase, haben wir das schon alles gewusst. Dann, dass der Bordcomputer vom Normal Law zu Alternate Law gewechselt ist. Gut, das ist jetzt was für Feinschmecker. Man kann natürlich jetzt sagen, bei Airbus ist halt der Normal Law, dass das Flugzeug halt wirklich vom Flight Computer kontrolliert wird und dass jede Eingabe überprüft wird, im Prinzip redundant, ob das die Fluglage verbessert oder verschlechtert und dann halt dementsprechend dann auch nicht ausgeführt wird. Deshalb kann man auch rein theoretisch jetzt sagen, okay, der Autopilot geht auch nicht, ist jetzt nicht unbedingt eine Verbesserung, ist natürlich auch eine schwierige Geschichte, aber es ist halt jetzt nicht so, dass der Alternate Law ist Handarbeit. Ist im Prinzip, ist jetzt nicht ganz so richtig der Vergleich, aber man kann es jetzt so ein bisschen vergleichen mit Automatik und Gangschaltung. Man kann sagen, wenn man halt im Normal Law ist, dann geht die Automatik. Wenn man im Alternate Law ist, dann ist es halt, dass die Automatik nicht geht. Dann muss man halt manuell schalten. Ist ein bisschen komplexer im Flugzeug, gebe ich zu, aber so würde ich das jetzt erstmal runter dimmen. Interessant ist halt wirklich auch, dass man jetzt hier hingeht und sagt, dass es Kritik an der Cockpit-Crew gibt und von der Flugsicherung und so weiter, dass man da durchgeflogen ist, dass man nicht rausgucken konnte und. Und man beschwert sich auch, dass der Flight Data Recorder und auch der Voice Recorder und Flight Data Recorder nicht rausgegeben werden. Aber das sind halt Untersuchungssachen und die werden halt auch nicht rausgegeben normalerweise. Das muss halt auch abgeschlossen sein, dann kann man da dran kommen.
Und wenn man sich die Kommentare unter dem Artikel anschaut, ist es auch besonders interessant, ist so, dass man, wenn man immer noch von Co-Pilot fabuliert, Co-Pilot ist ein ausgebildeter Pilot, also das ist jetzt nicht der Hiwi vom Hiwi, der da sitzt, ne? Also das ist jetzt nicht irgendjemand, der da nichts kann. Also rein theoretisch kann der Co-Pilot fliegen und praktisch übrigens auch. So. Und ist interessant, obwohl Autoland ging ja, also es ging ja gar nichts. Also das heißt, es ist schon von der Leistung her, so eine Landung zu machen, dann schon relativ von dem Workload her relativ krass. Und ich kann einfach nur sagen, aus meiner eigenen fliegerischen Erfahrung heraus, wenn man zum Beispiel IFA fliegt, dann hat man ja zum Beispiel auch während der Ausbildung diese Hood, dass du halt nicht rausgucken kannst. Du musst dich auf deine fucking Instrumente verlassen. Und das ist kein Spaß, also das ist Stress. Ja? Aber das wird trainiert und das können die. Und man sieht ja auch, dass das Flugzeug ordentlich gelandet ist. Deshalb sehe ich das jetzt nicht so als großes dramatisches Problem an. Und man kann jetzt natürlich auch hier den Punkt haben, wie einige jetzt sagen, dass es jetzt halt wirklich so aufgebauscht ist, weil niemand zu Schaden gekommen ist. Einer schreibt, so wird halt in der Alpenrepublik ermittelt. Zum Schluss war dann ein Heizlüfter aus fremdländischer Produktion schuld, der eigentlich nur für den Haushaltsgebrauch zulässig gewesen wäre. Da man das Gerät aber irgendwo ohne Gebrauchsanweisung gekauft hat, war der Einbau des zerlegten Gerätes zulässig. Also ich weiß es nicht. Es ist halt alles wirklich interessant und was da passiert. Man kann jetzt aber groß sagen, dass natürlich in Deutschland so etwas auch bei der Dieselgeschichte war, dass es dann zur Änderung gekommen ist. Ich persönlich kann das verstehen, dass die Leute da natürlich Panik schieben und dass das nicht lustig ist. Ich glaube aber jetzt nicht, dass die da absichtlich reingeflogen sind, weil das macht keiner, der bei klarem Verstand ist. Lass uns doch abwarten, was da ist. Ich halte den Anwalt eher in dem Bereich von schauen und am Baum schütteln, gucken, wie viel Geld runterkommt oder nicht. Und ob das genauso ist, wie jetzt der Hansianer zum Beispiel hier schreibt, übrigens habe ich das bei Aerotelegraph gefunden. Man fragt sich wirklich, was das soll. Hier will jemand unbedingt Geld rausschlagen für eine Sache, für die niemand was kann. Höhere Gewalt. Das ist im Prinzip das, was dazu zu sagen ist. Ihr könnt dazu schreiben, was ihr dazu denkt, was ihr davon haltet. Und unten Kommentarfunktion. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ich mache jetzt einfach mit dem nächsten Thema weiter. Wir sind ja schon bei 17 Minuten 28. Und zwar ist das die Lufthansa. Die bedient einige Lufthansa-USA-Strecken nicht mehr. Wäre ja auch blöd, wenn sie andere Strecken nicht bedienen würden als Lufthansa-USA-Strecken. Und zwar ist es so, dass man kurzfristig mehrere amerikanische Strecken streicht. Heißt also, die 416 ist am Samstag zum Beispiel den 17. August gecancelt. Dann haben wir die 418 natürlich auf dem Rückweg. Die 404 nach New York ist am 15. August schon ausgefallen. Einen Tag später war die 418 nach Washington. Die 444 nach Atlanta ist auch betroffen. Und warum das so ist, das ist halt vielleicht, weil ein Flugzeug fehlt. Wir hatten ja das Thema, dass Flugzeuge fehlen. Es wird ja auch mit der 330 geflogen, 340 wird es geflogen. Und dass sie da halt das Problem haben. Und natürlich kann man einige 380-Streichungen mit den 350er auffangen, aber wenn man permanent Flugzeuge nicht hat oder wenn man Crews nicht hat, dann hat man da ein Problem. Ich denke mal, dass man da halt jetzt nicht so wirklich Probleme hat, weil es natürlich bei der 340-Flotte ist eine kleine Teilflotte. Auch doof ist, wenn man die 340-600 oder sowas vorgesehen hat, dass es keine First Class dann gibt. Ist natürlich auch relativ doof. Aber ihr könnt ja schreiben, ob ihr von diesen Streichungen betroffen seid oder nicht. Und da wäre ich mal auf eure Aussagen gespannt. Also kommentiert unten schön brav. Wir haben noch eine Lufthansa-Thematik, und zwar ist das die Thematik Nahostverbindung. Und zwar ist es so, dass die Lufthansa jetzt bekannt gegeben hat, dass sie weiterhin die Flüge nicht bedienen möchte, die in den Nahosten gehen. Und zwar sind das die Ziele Tel Aviv, Teheran, Beirut, Amman, Erbil. Gilt übrigens für die ganze Lufthansa-Gruppe bis zum 21. August. Den Mittwoch war der vorherige Stopp. Jetzt ist es so, dass man da nochmal weitergeht bis Montag, den 26. das Ganze nicht bedienen möchte, weil die akute Angriffsgefahr natürlich immer noch da ist. Wir hoffen, dass das Thema vielleicht versandet. Aber die Lufthansa sagt, machen wir nicht mit. Und für den einen oder anderen ist es natürlich noch so, dass natürlich auch die Eurowings oder aber auch die Swiss, die Austrian und die Brussels Airlines da nicht hinfliegen. Auch hier können wir sagen, ob ihr da irgendwo in irgendeiner Art und Weise
betroffen seid. Ja, das ist spannend. Wir gehen jetzt auf Marriott und ich persönlich bin ja mit Marriott so am Hadern immer wieder. Mal mag ich sie, mal mag ich sie nicht. Ich habe ja einen Lifetime Titanium Status bei denen, also von dem her kann ich mich nicht beschweren. Aber sie haben jetzt einen Milestone gehabt und da muss man ehrlicherweise sagen, dass das St. Regis Longboat Carry Resort in Florida das 9000. Marriott Resort ist. Und die haben nochmal irgendwie 200 irgendwas Filialen im Köcher. Als das Game mit Marriott begann, hatten die 2003 2600 Hotels. Dann ging das auf 2,7, 2,8, also 100 pro Jahr. In 2006 waren es dann 3000 Hotels. 2008 waren es dann, 2007 waren es 3100, 2008 waren es dann nur wieder 3000. Dann waren es wieder 3,2, 3,3, 3,5, 3,8, 4000 in 2013. Und wenn wir jetzt einfach mal gucken bis 2016, und das ist ja das, wo ich das Jahr sehe, als Downfall, weil dann Starwood übernommen wurde, dann war man von 4.400 in 2015 auf 5.700 Hotels. Jetzt ist man bei 9.000, das muss man sich mal zergehen lassen auf der Zunge. Das heißt also, pro Jahr machen 300 Hotels auf. Das ist fast jeden Tag ein Hotel. Und da muss man jetzt natürlich sagen, ja, das ist interessant, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass Marriott für mich ein Problem hat. Und zwar, weil sie so viele Marken haben, ist die Qualität problematisch. Weil, fängt mit der Suite an. In der einen Hotelgruppe kann ich die Suite benutzen, in Sheraton oder sonst was, da ist ein Benefit, in Ritz-Carlton nicht. Also, was mache ich? Hole ich mir eine amerikanische Ritz-Carlton-Kreditkarte, muss ich übrigens auch nächsten Monat anrufen, da kriege ich die Ritz-Carlton, die wird dann konvertiert von einer anderen Kreditkarte. Und das ist halt das, was für mich in meinen Augen so das Schwierige bei dem Thema ist, dass man, wenn man bei Ritz-Carlton oder bei Marriott in den verschiedensten Hotelkategorien guckt, dann gibt es auch Hotelgruppen-Kategorien, das fällt mir auch gerade wieder ein. Eine Nacht, einen Stay. Aber es gibt auch welche, die Delta-Hotel, war das ne? Ich habe gestern nachgeguckt, war nicht die Delta. AC. Also auf jeden Fall auch irgend so eine Long-Stay, irgendwas. Ist nur eine halbe Nacht. Das heißt also, du brauchst 2 Nächte, um eine Nacht als Statusnacht gut geschrieben zu bekommen. Finde ich schwierig, was da passiert. Ihr könnt ja mal da auch eure Gedanken schreiben, ob Marriott mittlerweile mehr Quantität ist als Qualität, wie eure Erfahrungen sind. Es gibt Leute, die sind mit Marriott happy. Ich persönlich muss ehrlicherweise sagen, hätte ich nicht den Titanium-Status, würde ich gar nicht mehr dort übernachten. Und dadurch, dass ich die Kreditkarte habe, habe ich auch oft noch Punkte, die ich mache oder aber auch Promotions. Heißt also, da mache ich Punkte-Stays. Das ist alles tipptopp und okay. Und dann, aber teilweise von der Qualität der Hotels finde ich es schwierig. Da solltet ihr jetzt was zu sagen und da solltet ihr jetzt kommentieren. Ganz wichtig. Wir haben noch ein Thema, und zwar ist das Payback. Payback ist deshalb ein Thema, weil die etwas machen, was wir aus der Aviation schon kennen. Ja, und zwar, was kennen wir aus der Aviation? Familienkonten. Und das ist ja wirklich so Haushaltskonto. Das heißt, gemeinsames Punktekonto. Ab 2025 gibt es bei Payback, da kann man als Familie sammeln. Das finde ich natürlich sehr gut. Viele haben das ja eh schon gemacht, indem man halt einfach diese dusselige Payback-App auf mehrere Telefone verteilt hat, in der Familie gesammelt hat. Das war dann auch der Sidegig. Aber es ist jetzt wirklich so, dass man jetzt halt dieses gemeinsame Punktekonto machen kann. Und ein gemeinsames Punktekonto wird dadurch begründet, das ist jetzt aus den Geschäftsbedingungen, dass ein Payback-Kunde über einen vom Payback-Verein hierfür bereitgestellten Weg einen anderen zur Nutzung eines gemeinsamen Punktekontos einlädt und der andere, dass die Einladung über einen vom Payback-Verein hierfür bereitgestellten Weg annimmt und dadurch Mitglied ist. Ich weiß nicht, was als juristisch so schwierig verhandelt werden muss und ausgeführt werden muss, aber im Ergebnis ist es doch relativ geil, dass man jetzt halt gemeinsam sammeln kann bei Payback. Da könnt ihr auch nochmal unten schreiben, was ihr dazu denkt, was ihr davon haltet, inwieweit ihr bei Payback froh seid, dass es jetzt diesen Family-Account gibt.
Um 24:30 Uhr muss ich auch zum Ende kommen mit dieser Sendung. Deshalb nochmal die Fragen des Tages für euch. Die inoffizielle Frage des Tages ist, wer kennt Beberexa oder Babyrexa? Baby ist das nicht eine Hautkrähe? Egal. Aber die wichtigen Fragen sind, seid ihr von den Lufthansa-Streichungen betroffen? Einmal natürlich im Nahen Osten, aber auch nach Nordamerika. Habt ihr da in irgendeiner Art und Weise Nachteile oder was erlebt, was ihr berichten könnt, wäre interessant. Und dann natürlich, wie findet die Entwicklung von Marriott? Ist es mehr Masse statt Klasse? Ist das etwas, wo ihr sagt, ja, da hast du recht, Marriott? Oder seid ihr Hardcore-Marriott-Fans? Also ich freue mich, wenn ihr Hardcore-Marriott-Fans seid. Jedem das Seine, muss man ehrlicherweise sagen. Jeder Jack ist anders. Und ich persönlich bin natürlich immer froh, dass ich nicht das Maß aller Dinge bin. Deshalb bin ich immer froh, wenn andere Leute andere Perspektiven bringen, andere Erfahrungen haben, ihre Erfahrungen bringen und dass wir solche Sachen mal besprechen. Jo. Wobei Marriott nicht ganz so schlimm ist wie IAG. Ich kann es nicht lassen, es tut mir leid. Ich an dieser Stelle entlasse euch mit dem Abspann und danke euch, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV. Denkt, den Kanal zu abonnieren und Abspann. Also bis dann, ciao, ciao und ist auch mit 26 Minuten und irgendwas schon genug. Also bis dann, ciao.